Was ist da unten los? Ist fast ein bisschen schade, dass das Kämpfen nicht geändert haben. Also, es ist bisher immer noch so wie das letzte Mal. Zuhauen und ausweichen. Vielleicht gibt es ja mehr Waffen, aber mehr halt ohne, ne? Kann mich eigentlich porten? Was ist da hinten? Aufruhr an der Brücke. Konstruktionskreuzung. Handelsgilde Blue Moon Salon. Feuchtigkeitsfarben. Jagdmill Station. Da ist jemand. Ah, das sind die wo zum Heiraten da sind. Die Heidi auch, okay. Myra und Avio ebenfalls Feng scheinbar und Sur. Oh, sie nicht? Die ist halt so eine typische Wildfang, ne? So wie sie ausschaut. Ein bisschen klein. Und sie ist halt hier. Da ist eine Kiste. Warum steht da einfach eine Kiste? Wollen wir leere Kisten recyceln? Das ist ja cool. Warte, wer ist das kleine Kind? Achso, das ist die Jasmine wieder. Jetzt sagt sie wieder irgendwas von mir. Ryan. Wer zur Hölle ist denn Ryan? Zimmermann, Ehemann von Dan B. Ich bin schon seit einiger Zeit schon in dieser Stadt. Es gibt nicht viel Holz. Bla bla bla. Okay. So haben wir eigentlich alle, ne? Wer ist da beim Wasser? Ah, die Oma Vivi. Ist da irgendwas? Alte Zeitung. Jetzt los. Achso, aufräumen. Ach, ich darf in das Wasser nicht rein. Deswegen werde ich zurückgesetzt. Do not. Da ist die Oma Vivi. Wer ist das? Dan B. Ah. Ministrantin der Kirche des Lichts, Ehefrau von Ryan. Übungsgeschichten heißt, die Setzlinge füttern. Die Moral von der Geschichte lautet, wenn du dich nicht gut um die Pflanzen kümmert, werden sie auch nicht gut wachsen. Okay. Ja, schauen wir mal, was der Sack jetzt da erzählt. Oh, hey. Did you get a message from Yen saying, emergency, come now as well? Wonder what's the emergency? Listen here, you lazy mopstick. Me and my boys have had it up to here with your excuses. Where's our huh? Oh, look! Rocky, old buddy, old pal. Don't you buddy me, pal. Since Mason's leaving, you promised me you'd do it yourself. First it was you had a cold, and then it was your turtle beans. And today I find out you don't even got a turtle. Do you understand how much money I'm losing here? So now, I gotta give you a beatdown. Sorry, pal, but it's a company policy. Wait, no, Rocky, look! Well, what I really meant is, I was bringing in new people to take special care of your commission. Look, here they are. Did we come at a bad time?
Meiner mit den Oh, fetten no, Augenringe. you came at the perfect time. Mr. Rocky here is the big boss of Eufaula Salvage. And he's got a very special commission that we should take care of right away. With Mason's departure, the commission sort of got lost in the shuffle for a few, months or so. But now that you two are both registered workshops, you can take this commission off my hands. Help out, right? Oh, yeah, sure. That's what we're here for. Did you hear that? Our first big job! See? They're up for it. What do you say, buddy pal? All right, Yan. Against my better judgment, I'm gonna give you one more chance. Great! Listen here, builders. Rocky and his miners are working out of Paradise Lost. You know, that big-looking ruins right next to the builder's workshop? My pal here commissioned 2 crane lifts to move things up and down this real long tunnel they're working out of. And since there are 2 of you, each one of you can make a lift. Easy peasy for all. Sorry for putting you two on the spot. If only Yan's doing his job like he's supposed to, and hey, I'm not your pal. If you're looking for parts, we have a bunch of salvage in our company backyard that you can ruffle through. It's located by the Paradise Lost ruins. Lots of miners there. Normally we charge a weekly fee for access. But here, take a free 1-week pass. When you're done, install it for me as well. She already drew me up a diagram for the lift. So yeah, you can have it. Hope you put it to better use than this sorry excuse for a builder here. My back was hurting. Based on this diagram, we won't be able to find these parts from any random scrap. I guess we'll need to take a look at Rocky's salvage yard. Looks like we'll need to use a furnace as well. Well, we can't finish if we don't get started. Let's do our best. Hey, ich mag die. Sie ist nicht so ein Arschloch wie der andere Typ aus My Time mit Portia. Oh, it's you again. Was? Say, since I've got you, did I ever explain the commission board to you? Nein, wie funktioniert die? All right then, newbie, listen up, because I don't want to have to repeat myself. The most important commissions that I'll need you to do, well, don't you worry about that. I'll make sure you know about those. Rocky's crane lift, for example. But for everything else, there's the commission board inside the guild. Townsfolk post less urgent commissions there. Nevertheless, you should still pick up those right away. Good for you, good for the guild. Each commission gets a star rating. 1 star means it's easy. 5 stars means it's for pros only. Want to feel the glory and reap the rewards of 5-star commissions? Well, gotta start at the bottom and build up your workshop equipment and reputation. Since you're a newbie, you can only take 1 per day. Finish it up quick, then pick up a new commission the next day. As you raise your star rating, you'll be able to take on multiple commissions per day. At the end of the year, we here at the Guild count up who's been doing what around town and divvy out awards to the top performers. The rewards for taking first place are pretty sweet. But I wouldn't concern yourself with that so much. I mean, I've never lost. Well, that about does it. Got everything? Yep. That's good, newbie. You listen to speech as well. I dare say you have middle management written all over you. See you around. Du scheinst eher der Typ zu sein, der gern bescheißt, Alter. Das ist das Problem. Von Sandrock jetzt Provision, bla bla bla. Okay, Zeit für Fertigstellen 2 Tage. Achso, ich muss drücken. Ja. Hä? Mini-Aufbewahrungsbox, 5 Stück. 235. Holzstock. Amira. Crystal. Wer soll das denn Crystal? Ziegelsteine, Leder, Wiederverwerter. Also die Kisten ist bisher... Oh, das ist am besten, ne? Dünner Faden. Was ist das da? Reputation oder was? Wir machen das da. Weil ich... Bisher ist die Mario irgendwie am besten. Also am besten, keine Ahnung. Ich meine, schauen wir mal die Leute an. Ja, aber für die anderen
brauchen wir jetzt noch nichts machen. Achso, ja, ich soll mir ja schon eine Waffe machen, ne? Bronze, habe ich noch nichts. Steindolch, Steinspeer, Steinschwert, Steinschwert und Schild. Hä? Steindolch, ah da. Oh, brauche ich Seile. Dünner Faden. 2 Stück und irgendwelche komischen Spitzen. Okay, dann brauche ich diese Spitzen noch, aber ich weiß nicht, wo ich diese Spitzen herkriege. Von diesen kleinen Kaktusdingern vielleicht? Oh ja, das könnten Kaktusspitzen sein, ne? Okay, schon gefunden. Aber bloß diese Kaktusdinger umhauen. Kaktus umbringen, böse. Kaktusstamm ist es, okay. Ah, ich schaff's jedes Mal. Steinschwert, wo war denn das jetzt? Steindolch da. Okay, jetzt müssen wir mal schnell mal schauen. Da. Zum Schnellmenü hinzufügen. Und mal so. Und dafür dann die Axt auf 2. Das da, ups. Kommt auf da. Weil da können wir die Sachen nämlich aufstellen. Wie kann ich das drehen? Achso. Kann ich die Sachen da eigentlich auch außen aufhängen? So. Wie es halt alles draufsteht. Resident Builders sind so, dass Tag 14 von Winter, Tag 3 Sommer, 1. Jahr. Ist halt cool. Kiste noch was ablagern? Achso, warte mal. Aufnehmen. Hey, jetzt ist es wieder falsch rum. Ach, keine Ahnung. Passen auch nur 4 Sachen da, sehe ich gerade, ne? Ich muss noch eine Kiste bauen, aber dazu brauche ich Holz. Das ist so nervig. Das ist Holzschrott. In der Arbeitsliste kannst du verwalten, was du gerade brauchst. Bis die Gegenstände hergestellt sind, in der Minute 15. Der du überprüfen kannst, wie viel Kraftstoff du hast und die du bei Bedarf nachfüllen kannst. Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der macht jetzt irgendwas. Ziegelsteine 8, dicke Seil 1 von 6, Kupferstab, Lager. Warte mal, eine Karte ist hier. Da müssten wir hin, um das Zeug zu machen. Und da hinten ist was anderes zum Kämpfen, ne? Wir gehen jetzt mal zum Kämpfen. Okay, es verbraucht auf jeden Fall kein Ding.
Totholz kann ich aber abhacken, oder? Koko. Streunende Schweinnaseneule, die in Kakteenliste. Dann mähen wir doch die mal weg. Zu dumm zum Treffen, Hey, oder? builder, what are you doing so far from your workshop? It ain't safe here. For some darn reason, these lizard folk have been poking into our territory as of late. Spray painting their names all over things. Picking at structures all over. I've heard they even messing with our bridge here. They call themselves the Gigglers. And them acting all emboldened like couldn't have come at a worse time. Light knows we've got enough to worry about, with Logan and his gang out prowling around. Well, be warned. Best be on your way away from here. Ja, oder ich mach die platt. Oh shit. Alter, die sind auf 17. Na super. Also ist das mir nur gezeigt worden, damit ich so weiß, ey, da ist was. Laden der Konstruktionskreuzung. Ah ja. Schauen wir doch mal nach. Das ist der Anschuhe. The Breach. Ob die überhaupt noch da ist? Sollte man sowieso mal früher ins Bett gehen, Hey damit there. uns... Reckon you got my letter? How's Mason's old shack treating you? If it's not quite what you were expecting, might be high time to start upgrading. Alter, wie schaut's hier If aus? you've got the goals and the materials, I can set you up with a new building for your workshop, or upgrade something you've already got. Just take a look at that catalog over there on my desk. Oh, also, I've always got plenty of materials stored around here. If you ever want to trade some of yours for mine, just check out the Construction Junction shop. That's the gist of it. Here's to a happier home. Alter. Kostet wahrscheinlich, wer weiß wie viel. Steinhaus, Holzhaus. Hä? Warte mal, ich kann das selber erweitern, wie ich Lust und Laune habe? Richtige Fenster. Stark. Schornsteine, Lüfter, Schild, Rohr, sonstiges. Was ist das da? Montagestation, Hühnerstall, Scheune, Hasenstall. Cool. Ja, das ist cool gemacht, dass du das jetzt da alles selber aufbauen kannst. Vorher war es halt im Prinzip wie ein Laden der Konstruktionskreuzung. Ah, was ist das da? Jackboy-Anzeigetafel. Achso, was ich verkaufen kann. Zu 1, 1, zu 9. Ja, dann gehen wir mal nach Hause. Pennen. Und dann machen wir hier mal Schluss. Das waren dann die ersten 1,5 Stunden von My Time at Sandrock. Bamna? Habe ich die schon mal gesehen? Naja. Zu dem sollte ich eigentlich auch gehen, aber der ist mir jetzt erstmal egal.
Ach komm, geh mal rein. Um es mal gemacht zu haben, dann machen wir danach erst Schluss. Oh, da sind ja alle. Copper. Mason. Ist der jetzt außen rumgegangen? Hey there, builder. Did you get my letter? Why don't we have a chat over some food and drinks? It won't take too long. Sicher, ich mag gerade das Essen. Oh, ernsthaft? Alter, was hat er mir hingestellt? I've been meaning to catch up with you since you moved in. But I guess you and Mian have been busy with all that's been going on of late. As a small token of my appreciation, I'd like to offer you some food and drinks on the house. To a newcomer, Sandrock can be a bit overwhelming. But lucky for you, this old barkeep has been around for just a hair longer than a panbat's age. Perhaps I can shed some light on any subjects you're still unfamiliar with. What would you like to know about? Civil Corps. The Civil Corps here are that thin, dusty line that stands between us and the many threats crawling throughout the Eufaula Desert. But they only have 2 Corps members here, plus a cat. I'm amazed that they're able to keep up with all the security demand. Of course, Penn from the church helps out as well. Now, the one running the Civil Corps is a man named Justice. He and I go way back. He's one of the toughest guys around Sandrock these days. But back when we were kids, he was afraid of his own shadow. Oh boy, how times do change. He's a great guy. And his partner, Unsure, is also very reliable. If you ever run into trouble, you can surely count on them to help you out. What would you like to know about? I'm amazed how the one run. What would you like to? I'm amazed how the one run. What would you like to know about? So, Kirche des Lichts, Leute. Kirche des The Lichts. Church of Light is all about preserving the sense of community and getting rid of dangerous age of corruption technology. But the interesting thing about our chapter is that Matilda is extremely lenient when it comes to relics and old tech. In Sandrock, we're allowed to hold on to some pretty mean stuff. Sometimes they'll even let relic weapons slide. And it's a good thing, too. Life would be much harder out here if we didn't have the means to defend ourselves. Our chapter is pretty unique in that way, although I heard some chapters near the peripheries take similar stances. The church members are always proactive about helping people in and around Sandrock, especially the old folk and the youngins. They've gotten so organized that, as a matter of fact, they actually help handle a lot of administrative type stuff in town. We'd be up a creek without them. Well, creeks have water, don't they? What would you like to know about? Let's see, where to begin? We're a small town, so pretty much everybody knows everybody else. There's Vivi the tailor, Heidi the architect and engineer, Cooper, Mabel, and Elsie down at the ranch, Katori and her game center, Dr. Fang and his bird. There's also Arvio and Amira, the sibling duo from Barnarock who moved here not that long ago. Arvio is young, but he runs the general store pretty nicely, all things considered. Amira makes ceramics that are top-notch. I think she's even starting to gain some recognition from people outside of Sandrock. You can definitely tell Amira is the older sister. She's always the one covering for her brother whenever his youth gets the better of him. What's also amazing is that she never lets her skills get to her head. She's very down to earth and she... Sorry, maybe I'm talking too much. Really, this town is full of nice people. If there's someone you want to get to know better, ask them to hang out. Make time out of your day to go see them. And hey, who doesn't like a nice gift now and again? I'm sure you'll have plenty of friends in no time. What would you like to know about? Yes. There is an infamous bandit around here named Logan. He used to be a citizen of our town as well. One day he just went crazy and blew up a building. I guess being out here in the desert makes some people lose their minds. Other than that, you have to watch out for some dangerous animals roaming the wilds.
Like the Geeglers. They're mutated lizards who seem bent on causing us trouble for some reason. Oh, and how could I forget? The sandstorms. Our mayor is out in the desert right now, trying to stop the winds from blowing sand over what little greenery we have left. You know, it wasn't always like this. A lot of people have left, and I can't really blame them. Sandrock might not be the best place for everybody, but there are still people who love this town, and we'll all be sticking around, for better or for worse. What would you like to know about? Okay, dann sind wir erstmal fertig. Yep, don't let me talk your ear off. Some things you've just got to experience to understand. Don't worry too much. You'll fit right in. Hey, I've been doing all this talking, and I haven't had a bite to eat yet. Maybe you should share your tales as well. Today was nice. We gotta do this more often. In any case, let me hit you with a couple takeaway dishes for later. Builders can't go hungry, you know? Stop in at the Blue Moon anytime you're out of energy and need a picker-upper. Don't know what to order? Get the special of the day. That's right, we've got a discount on something new every day. Sorry, I didn't mean to turn this into an ad spot for the saloon. I'm sure you're busy learning the ropes around here. I'd better get back to it, too. Hope to see you again soon. Cool. Wo sind die Dinge? Die Kleine hängt hier auch ab. Achso, die sind in der Küche, die Grace. Back in school, we learned all about how Sandrock was built on a big old-world metropolis. Sadly, due to the current state of affairs, not many people are out here looking for archaeological finds anymore. Geschenk, Auseinandersetzung, Hund und Katze, Maus spielen. Es gibt 4 Runden in einem Spiel. In der Runde spielt jeder Spieler eine Karte. Wer die Runde gewinnt, bekommt einen Punkt. Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende des Spiels gewinnt. Elefant schlägt Wolf, Katze und Katze. Wolf schlägt Katze. Katze schlägt Maus, Maus schlägt Elefant. Der Spieler hat seine eigene Strategie, auch auf die Art, wie dein Gegner spielt, um passende Antworten parat zu haben. Okay. Runde 1. Katze. Genau, was du spielen wirst. So, 1 geht an mich. Jetzt spielst du den Elefanten. Fuck. Keiner? Los. Boah, du warst großartig. Ja, Mann. Runde 2. Sehr gut. Jetzt könnte es der Wolf sein, ne? Shit. Ah, Zeichen, unentschieden. Beziehung zu Grace 3. Oh. Alter, 2 Elefanten? Was wird denn das jetzt, wenn es fertig ist? Alter. Okay, ich habe verloren. Basketball, lass uns irgendwann wieder spielen. Oh, eine Truhe. Gleich mal verarbeiten. Sojasauce. Also gehst einfach irgendwo rein, klaust dir in die Sojasauce, um dann am Ende noch die Truhe kurz so klein zu schlagen. Hey, was macht der Typ in unserer Küche? Ist der bescheuert? Na? 21 Uhr, okay, das passt. Dann können wir heimgehen. Ich weiß eigentlich immer noch nicht, wo die andere hier Werkstatt hat. Oh, das steht da oben sogar. Resident Builder. Cool. Ist da irgendwas fertig? Holz und Dreck. Und Erfahrung.
Warte mal, können wir noch irgendwas reinschmeißen, oder? Steinschott kann ich noch nehmen. Achso, wenn ich das wiederverwerte, kommen verschiedene Dinger da unten raus. So, jetzt bin ich pennen. Jetzt müssen die Augenringe auch wieder weg sein, oder? Ja, sehr schön. Früher schlafen. Stell dir sicher, dass du... Okay. Ja, jetzt schaue ich auch wieder normal aus und nicht wie so ein Zombie. Augenringe. Ich habe Augenringe. Ich habe mit Augenringen Seil springen können. Ach, keine Ahnung. Hello, Builder. So nice to see you again. As per the minister's instructions, I have come with a gift. Water, to be more specific. The most precious gift of all. In Sandrock, Martel's Oasis is pretty much our only reliable source of natural water. We also get some water from the other city-states, but it's expensive, so we need to be really careful and smart about how we divvy it out. Might I bring your attention to the humble little fence propped up around the oasis? It's the town's friendly way of saying, don't take water out of the oasis all willy-nilly, or cut down the trees for that matter. If you're short on water in your workshop, might I recommend checking the plants around your workshop for fresh morning dew, or just come on down to the water tower overlooking the oasis. I'm pretty sure builder machines won't run without water in their water tank. So I guess that means we'll be seeing a lot of each other in the future. Well, I won't take up any more of your time. Ja, jetzt nerv mich nicht. Wer ist da hinten? Achso, das ist die Heidi nur. Teles benötigt alle Technologie. Manchmal müssen wir für das Richtige kämpfen. Howdy! Hey! How's it going on your end? My crane lift is almost done. Things have been easier since I built a furnace. Say, has Yid been bugging you like he's been bugging me? He came to check on my progress like 10 times already. See ya! Okay, mehr sagt sie nicht. Hello. Runde 1. Verdammt. Ah. Verdammt. Unentschieden. Sehr gut. Jetzt kommt sie mit der Maus, oder? Shit, ey. Also nach einem Elefanten spielt sie eine Maus. Schon wieder unentschieden. Willst du mich veräppeln? Also sie hat vorhin als erstes Ding. Ja, spielen wir einen Fuchs. Okay, das hab ich. Danach spielt sie im Normalfall eine Maus. Ah, jetzt spielt sie eine Maus, ne? Oh, shit. Jetzt muss ich gewinnen, egal was ich mache. Yes! Unentschieden. Es hat Spaß gemacht, lass uns irgendwann wieder spielen. Jensen? We've met, but I don't think we've been properly introduced. Zugführer. I'm Jensen, the conductor of the Sandrock train station. Nice to have you in Sandrock. Hello. Ja, ich war ein Handwerker. Als ich in dem Alter war, wollte ich auch Handwerker oder Ruinentaucher werden, aber ich war nicht talentiert genug. Schätze aber die Maschinen, die Handwerker gebaut haben. I see ya. So, jetzt aber. Ich bedanke mich an der Stelle wohl fürs Zuschauen. X. Okay. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von My Time at Sandrock. Es wird ein bisschen unregelmäßig kommen, je nach Zeit und Lust und Laune.
Ich habe ja noch ein paar andere Spiele, wo ich auch so ein bisschen durcheinander spiele, damit ich spiele halt gerade ein bisschen, was ich Bock habe. Ein paar, die wo regelmäßig kommen und ein paar, worauf ich gerade Bock habe. Also, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.